Hallo und willkommen am Lago Maggiore. Heute erkunden wir die nördliche Seite des Sees. Unsere Tagesziele sind Ronco und Cannobio. Bei der Planung der Tour hatten wir zunächst Bedenken, dass wegen Covid die Grenzen geschlossen wären bzw. intensive Kontrollen stattfinden würden. Glücklicherweise ging es ganz locker zu und wir kamen sehr zügig in die Schweiz. Zunächst fahren wir 14-15 Kilometer an der östlichen Seite des Sees bis nach Locarno. Es fällt auf, dass in der Schweiz die Gebäude viel moderner und neuer sind als auf der italienischen Seite. Alles ist natürlich sehr schön und gepflegt, aber der italienische Flair geht dabei etwas verloren. Die 600-Seelen-Gemeinde Viera gehört seit 1516 zu den Eidgenossen. Wir haben gleich das nördliche Ende des Sees erreicht. Es sind nur noch 5 Kilometer bis nach Locarno. Die Uferpromenade in Locarno ist modern und mitteleuropäisch gestaltet. Die Gebäude wirken trotz der Pastellfarben nicht besonders einladend. Ascona, das südlich von Locarno liegt, werden wir nur streifen. Gut, dass wir aus der Stadt heraus sind. Wir fahren jetzt auf einer kurvigen Bergstrecke von Losono nach Ascenio. Die Alpenbewohner waren und sind immer noch sehr gläubig. Sie errichteten auch hier die 14 Stationen des Kreuzwegs. Der Pilger sollte bergauf die Schmerzen Jesu nachempfinden. Heutzutage müht sich nur noch der Motor ab. Ascenio, ein früheres Bauerndorf, ist heute nur noch Wohn- und Schlafstätte für die vielen Pendler. Die Hänge sind natürlich wegen der schönen Aussicht überall bebaut. Auch wir suchen eine Stelle, an der wir mal anhalten können. Hier bietet sich eine Möglichkeit. Das Dorf Ronco, unser erstes Tagesziel, ist schon zu erkennen. In der Nähe der Kirche gibt es doch einige Parkplätze. Ronco ist ein beliebtes Wohn- und Feriendorf
und wurde 1264 das erste Mal erwähnt. Die Kirche San Martino stammt aus dem Spätmittelalter. Hier sieht man auf dem spätbarocken Altar den heiligen St. Martin. Der eng bebaute Ortskern ist ein typisches Zeichen für ein Kompaktdorf. Begleitet uns noch ein wenig durch diesen malerischen Ort. Viele der Häuser hier stammen aus dem Mittelalter oder aus dem 16. und 17. Jahrhundert und sind liebevoll gepflegt. Hier sieht man ein typisches Turmhaus. Unten der Stall oder Keller, dann folgt der Wohnbereich und ganz oben die Schlafkammern. Wer hier wohnt, sollte auf jeden Fall gut zu Fuß sein. Wir lieben den morbiden Charme. Aus Platzmangel wurden Unterführungen angelegt. Von hier aus sind es ca. 160 Höhenmeter zum See. Vom Dorfplatz aus hat man eine herrliche Aussicht auf den See. In der Ferne sieht man auf der Halbinsel den Ort Ascona. Wir machen uns auf den Weg nach Cannobio, dem zweiten Tagesziel. Die schöne Serpentinenstraße führt uns direkt zum See. Allein diese Ausblicke sind schon eine Reise wert. Es ist auch nicht verwunderlich, dass die Anzahl der Zweitwohnungen hier 70% beträgt.
diese Gegend kann man sich wirklich verlieben. Die Via Cantonale Nummer 13 führt direkt am See nach Cannobio. Hier kann man beim Motorradfahren wirklich entspannen. An der Grenze zu Italien sind auch diesmal keine Kontrollen zu befürchten. Der Zöllner interessiert sich mehr für sein Smartphone. Wir sehen auch völlig unverdächtig aus. Hier sind wir schon in Cannobio. Cannobio hat 5200 Einwohner und war einst eine erfolgreiche Handelsgemeinde am Lago Maggiore. Mittlerweile ist der Tourismus das stärkste wirtschaftliche Standbein. Wir parken in der Nähe der neu gestalteten Uferpromenade. Der winzige Hafen dient heute nicht mehr der Fischerei, sondern eher dem privaten Vergnügen. An der Promenade findet man viele Patrizierhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Giovanni Branca war ein richtungsweisender Architekt aus dem 16. Jahrhundert. Die historische Altstadt hat eine südländische Anmutung. Mit Kreativität hat dieser Restaurantbesitzer auf die Corona-Einschränkungen reagiert. Kieselsteine gibt's hier genug. Schließlich ist die ganze Stadt drauf gebaut. Das könnte unser Lieblingsladen werden. An
der Promenade findet immer sonntags ein großer Markt statt. Ich kenne jemanden, der kann hier nicht ohne weiteres vorbeigehen. Noch einmal werfen wir einen Blick auf den See und dann wird es Zeit, sich auf den Rückweg zu machen.